Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skriber TV. Heute zu allen gängigen Tipps, Tricks und auch Mythen zum Thema Spritsparen. Thema Spritsparen kennt jeder von euch und ist auch sehr in Mode schon seit Jahren, und ich bin mir sicher, jeder hat Minimum eins, wenn nicht sogar mehrere Spritsparideen, Tipps oder Tricks, und ist sich auch ganz sicher, dass die schon seit Jahren bei ihm im Portemonnaie funktionieren. Deswegen wollen wir heute mal auf die gängigsten allgemeinen Spritspar-Tricks oder Tipps oder eben auch Mythen eingehen und mal nachschauen, ob das denn alles soweit richtig ist. Fangen wir direkt an. Mythos oder Tipp Nummer 1. Motor aus an der roten Ampel. Hat jeder von euch schon gehört und praktiziert höchstwahrscheinlich auch jeder von euch. Und die mit den neueren Modellen sagen sogar, mein Auto hat eine Start-Stopp-Automatik, da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Und wenn so eine Technologie im Auto schon drin ist, muss das ja auch richtig sein. Habt ihr auch soweit recht. Ihr solltet aber dabei bedenken, dass effektiv Sprit gespart wird, erst so nach 10 Sekunden etwa. Soll also heißen, seid dabei auch ein bisschen vorausschauend. Kommt ihr auf eine Ampel zu, die gerade auf Rot springt, macht das Ganze Sinn. Seid ihr aber beispielsweise im Berufsverkehr und habt so eine Stop-and-Go-Phase, da ist die Start- und Stopp-Automatik gar nicht so förderlich, und die könnt ihr dann in dem Moment auch eher auslassen. Damit schont ihr auf der einen Seite auch direkt eure Batterie und auch den Motor. Kommen wir direkt weiter dann. Punkt Nummer 2. Langsames Beschleunigen spart Sprit. Ich sag's einfach vorweg, ist ein Irrglaube. Hat einfach damit mit dem Getriebe und mit der Umsetzung zu tun. Die ersten Gänge sind nicht auf effizientes Fahren bzw. auf effiziente Motorleistungen ausgelegt, sondern einfach auf Beschleunigung. Das Auto soll ja erstmal sofort vom Fleck wegkommen. Dadurch ist das null effizient, und die ersten Gänge nehmen entsprechend viel Sprit. Die sollte man dann entsprechend auch nicht langsam hochsteigern, sondern da sollte man zügig hochbeschleunigen, sodass ihr beispielsweise bei 30 schon im dritten Gang seid und bei 50 schon im höchsten Gang. Beachtet immer dabei, gerne bei 2000 Umdrehungen maximal schon den nächsten höheren Gang schalten, also zügig aufs Gas treten in den ersten Gang, dass ihr sofort in den höchsten Gang reinkommt. Denn jede 1000 Umdrehungen extra bedeutet Minimum, nein, nicht Minimum, sondern mindestens 10% mehr Sprit. Kommen wir direkt weiter dann zu Mythos, Tipp, Trick Nummer 3. Bei der Bergabfahrt Auto rollen lassen und auskuppeln. Kann ich direkt sagen, stimmt auch nicht so ganz, denn die neueren Motoren haben ein Schubabschaltsystem. Soll heißen, wenn der Wagen normalerweise rollt und ihr kein Gas betätigt, erkennt das System das und der Zugfluss wird gestoppt, weil der Wagen entsprechend bzw. die Technologie das erkennt und den Wagen rollen lässt. Solltet ihr aber dabei auskuppeln, erkennt der Motor das als Leerlauf und da wird eben Sprit gezogen. Ist also genau umgekehrt, wenn ihr den Berg abfahrt oder rollen lasst das Auto, niemals auskuppeln, sondern einfach mit der Motorbremse und dem Motor einfach so weiter laufen lassen. Die neueren Motoren haben entsprechend diese Technik drin. Machen wir direkt weiter mit Mythos Nummer 4. Winterreifen verbrauchen mehr Sprit. Es ist natürlich klar, dass ein Winterreifen eine ganz andere Gummimischung hat als ein Sommerreifen und augenscheinlich deutlich grobstolliger ist. Die Hersteller geben sich mittlerweile aber auch sehr, sehr viel Mühe, den Abrollwiderstand der heutigen Winterreifen so gering wie möglich zu halten. Und man kann mittlerweile eigentlich auch dann sagen, dass Winterreifen und Sommerreifen im Spritverbrauch keinen Unterschied mehr machen. Mythos Nummer 5. Die allseits beliebte Standheizung, und da sagt natürlich jeder von euch, klar, die zieht Sprit ohne Ende. Was man aber bei der ganzen Sache dann nicht beachtet oder vergisst, ist, dass der Motor ja eine Kaltstartphase hat. Der braucht ja ein bisschen, bis er mal auf Temperatur kommt. Und durch die Standheizung fällt eben das weg. Ihr dürft nicht vergessen, bei so einer Kaltstartphase verbraucht der Motor im Schnitt an die 30% mehr Sprit. Und diese Standheizung widerlegt das Ganze einfach, und der Spritverbrauch geht quasi auf Null wieder und hält sich die Ebene. Heißt also, bei normaler Nutzung der Standheizung haben wir keinen großen deutlichen Spritunterschied. Zu guter Letzt noch von meiner Seite 3 sehr nützliche bzw. allgemein gebräuchliche Tipps, die jeder von euch beachten sollte, um Sprit zu sparen. Punkt Nummer 1, wir kennen das, wir hauen unseren Kofferraum voll, die Rückbank und was weiß ich auch immer mit irgendeinem Gedöns, was nie im Auto was zu suchen hat, aber trotzdem ewig lange Zeit da verweilt. Raus damit, unnötiger Ballast raus, jedes Kilo kostet Sprit. Tipp Nummer 2, den ich euch mitgeben kann, ist die ganzen Extrasysteme. Klimaanlage, die Scheibenheizung werden dann schnell auch mal wieder vergessen auszuschalten. Die Damen stehen sehr gerne darauf, die Sitzheizung volle Pulle laufen zu lassen und bis zum Ende der Fahrt auch durchlaufen zu lassen. Bitte diese ganzen Gerätschaften ausschalten. Bei
gebräuchlicher Nutzung. Wenn der Popo heiß ist, macht die Sitzheizung bitte aus. Und vergesst eben auch nicht, wenn ihr die Scheibenheizung, die Heckscheibe, Frontscheibe, wie auch immer angeschaltet habt, auch wieder auszuschalten. Die ganzen Dinger ziehen Sprit. Punkt Nummer 3 oder Tipp Nummer 3, den ich dann noch geben kann, ist grundsätzlich natürlich Reifendruck nicht vergessen. Die meisten Autos haben natürlich jetzt einen Reifensensor und ihr wartet, bis sich das Auto irgendwie meldet und sagt, guck mal nach. Ich empfehle euch aber, guckt alle 1000 Kilometer ruhig mal selber nach und seht zu, dass ihr über 2 Bar natürlich deutlich bleibt. Da müsst ihr gucken, Herstellerangaben immer entsprechend beachten, aber irgendwo zwischen 2,2 und 2,5 Bar solltet ihr entsprechend liegen und darauf auch ein bisschen achten, ohne dass der Sensor sich meldet. Denn geringerer Rollwiderstand bedeutet natürlich auch weniger Sprit. Eine neue Folge Skriber TV neigt sich dann entsprechend auch langsam zum Ende mit den gängigsten Mythen, Tipps oder Tricks zum Thema Spritsparen, die wir alle schon mal gehört haben und jetzt vielleicht auch mal näher erläutert haben bzw. auf den Zahn gefühlt haben, ob das denn der ganzen Wahrheit entspricht. Ich würde gerne von euch in den Comments hören, was ihr denn noch so für Tipps und Tricks habt, welche Mythen es denn sonst noch gibt, was wir hier vielleicht noch nicht erläutert haben. Haut sie rein in die Comments. Ansonsten sage ich bis nächsten Mittwoch hoffentlich. Daumen hoch, seid gegrüßt, wir sehen uns.